Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen weiteren Python Let's Code und zwar heute mit einem etwas, das ihr wahrscheinlich schon häufiger machen musstet, und zwar euren Text zu cleanen. Ich weiß, dann braucht ihr eigentlich mein Video nicht mehr, aber vielleicht musste das der ein oder andere von euch noch nicht selber tun. Und ja, was wir machen wollen ist, wir wollen einen Text reparieren, der eventuell so aussieht wie ein kleiner Tweet, den ich abgesetzt habe. Ihr könnt mir wie gesagt gerne mal auf Twitter folgen, da gibt es öfters mal solche Sachen. In dem Fall war es eine SMS-Spam-Welle, vor der ich warnen wollte. Und sehr obszöne Trends. Es tut mir sehr leid. Auf jeden Fall, der Tweet, den ich hier zeige, ist natürlich Deutsch. Das ist ein Standard, würde ich sagen. Und natürlich, wenn wir den mit Python printen, dann haben wir dann normalerweise eigentlich kein Problem damit. Ja? Übrigens, dieser Rechtschreibfehler hier, der ist nicht von mir. Der steht so in der SMS, vor der ich hier gewarnt habe. Also nicht wundern bitte, ja, ich kann schon Deutsch. Aber hier sehen wir trotzdem einige Sachen, die problematisch werden könnten. Und zwar Anführungsstriche. Wir sehen Klammern, wir sehen einen Doppelpunkt, wir sehen Ös, was vor allem bei Legacy-Systemen nicht ganz so geil ist. Wir sehen eine eckige Klammer und wir sehen wieder Anführungsstriche und so weiter und so fort. Und klar, hier erstmal das Emoji ist automatisch rausgeflogen. Ihr könnt auch die Emojis hier separat reinmachen. Also in Python kann man an sich Emojis verarbeiten, das geht schon. Aber das Problem ist natürlich trotzdem, Legacy-Datenbanken und generell Datenbanken könnten ein Problem hiermit haben. Und ihr müsst natürlich den ganzen Kram dann rausfiltern. Das musste ich neulich machen und ich dachte mir, Mensch, das zeige ich euch doch einfach mal. So, wir schreiben uns eine Funktion, die nennen wir einfach mal clean. Oder Clean Text oder nennt sie wie ihr wollt, völlig egal. Und die kriegt natürlich als erstes mal einen Parameter oder einen Textparameter, den wir dann clean wollen. So, jetzt können wir uns überlegen, was wollen wir denn eigentlich clean? Nun, zunächst einmal ist ein großes Problem, damit hatte ich auch tatsächlich Probleme, beziehungsweise die Firma und ich muss das fixen, egal. Wir hatten Probleme damit, dass ich das hier gefunden habe. Text wurde nicht überprüft, ob das Ding none ist. Das heißt, man konnte hier einfach einen String einpacken, der halt nicht vorhanden war. Und none hat dann zu einem Fehler geführt. Und wenn man jetzt nicht möchte, dass das zu einem Fehler führt, sondern vielleicht eine generelle Behandlung auch für leere Strings oder sowas hat, einfach in die Datenbank rein und schon ist es okay, dann kann man hier Folgendes machen. Text ist gleich das da. Ich würde das allerdings nur machen, wenn wir hier oben auch einen Parameter gesetzt haben. Das heißt allow not beziehungsweise allow none. Und wenn wir hier allow none auf false haben, das heißt, wir erlauben none nicht, also wir sagen, das Return oder der Return-Wert hier, der darf nicht false sein, dann müssen wir das hier so umwandeln. Aber wir gucken erstmal, ist der Text denn eigentlich none? Falls er none ist, dann gucken wir, ist es eigentlich erlaubt, none zu haben? If allow none, dann returnen wir hier none. Dann ist nämlich der Text einfach none. Ansonsten returnen wir hier einfach leer, beziehungsweise, ja, wir gehen einfach so weiter durch. Wir könnten hier eigentlich auch tatsächlich direkt das Ding returnen, fällt mir gerade so auf. So, okay, das heißt, falls der Text nicht vorhanden ist, kann man hier schon mal was machen. Jetzt der nächste Punkt war für viele, es kann sein, dass der Text gar nicht vom Typ String ist. Wir könnten jetzt hier oben requiren, dass das Ganze vom Typ String ist, aber wir können das Ganze auch einfach von Hand cleanen. Und wir können sagen, okay, wenn das Ding halt irgendwie eine Zahl ist oder irgendwas anderes ist, dann wandeln wir es halt um. Das heißt, Text ist gleich der String von Text. So, damit hätten wir schon mal Zahlen und so weiter und so fort repariert. Das ist eine wichtige Funktion hier. So, und jetzt kommen wir an das eigentliche hübsch machen. Also immer noch, an sich funktioniert der Text immer noch genau gleich. Wenn wir hier clean und dann Text sagen, dann ist das immer noch derselbe. Ja, ich habe keinen Return-Wert, sorry. Dann ist das immer noch an sich derselbe Text, den wir nicht verändert haben. Also das heißt, wir haben hier immer noch den ganz normalen Text, den wir hier reinpacken, aber wir können jetzt hier auch mit 42 die Print-Funktion aufrufen und wir bekommen 42 als String zurück. Der Vorteil davon ist natürlich, wir können hier einfach plus Hallo Welt sagen und dann haben wir hier nicht mehr das Problem, dass wir hier 42 Hallo Welt rauskriegen, was ein Problem ist. Denn wenn ich das jetzt so schreibe, sehen wir, also ohne die Clean-Funktion, oh, ich kriege einen Fehler, ich darf plus nicht anwenden auf Zahl und String. Oh nein, wie ungeschickt von mir. Ich könnte natürlich hier auch einfach String drauf anwenden, aber ich kann ganz einfach auch Clean drauf anwenden. Dann weiß ich, dass ich einen gültigen String zurückbekomme, egal was hier drin ist. Also, wir machen das jetzt mal weiterhin so, damit wir auch die ganzen Fälle schön abgedeckt haben. Clean und dann Text. So,
Es kann natürlich noch sehr viel mehr passieren. Und zwar, wir könnten zum Beispiel doppelte Leerzeichen haben. Das heißt, sowas wie, Achtung, ich zeige es euch mal, wenn wir hier zum Beispiel haben, erkennen leer am. Das geht, sieht aber doof aus. Also zu erkennen am leer am, mag man nicht normalerweise. So, das heißt, wir sagen hier sowas wie Duplicate White Space. White Space. Uff, das war eine Geburt. Duplicate White Space ist gleich false. Das heißt, wir wollen keine doppelten White Spaces haben, also keinen doppelten Platz haben. Dann sagen wir hier, okay, if not duplicate White Space. Also falls wir den nicht drin haben wollen, naja, was machen wir dann? Dann sagen wir ganz einfach, okay, Text ist gleich RE, da muss ich RE importieren, das ist regex im Endeffekt. Import RE, das wäre regex von Python, also vom Standardmodul, .sub, was im Endeffekt das Pattern beschreiben soll und ersetzen soll durch etwas anderes. Was wollen wir denn ersetzen? Nun, zunächst einmal, wir müssen hier ein Pattern reinschreiben. Welches Pattern wollen wir denn ersetzen? Wenn wir mehr als einen String haben, also S plus oder einen String in dem Fall auch, wenn wir ein Leerzeichen haben, also sowas eben wie am oder erkennen leer, ja, dann haben wir hier dieses leer, das ist genau das, was wir hier finden wollen. Und das ersetzen wir durch ein einfaches, einzelnes Leerzeichen. Wir können hier auch 3, 4, 5 Leerzeichen drin haben, die werden trotzdem erkannt. Das ist die Magie dahinter, deswegen benutzen wir hier regex. Das wollen wir ersetzen durch ein einzelnes Leerzeichen und wir wollen, naja, was wollen wir, in welchem Text wollen wir das machen? Naja, in Text natürlich. So, und dann sagen wir hier hinten dran noch .strip. Und was das tut, das kennt ihr wahrscheinlich, das entfernt im Endeffekt auch ungültige beziehungsweise White Space am Anfang und am Ende. Ich zeige euch das sofort. Das heißt, wenn wir uns das jetzt hier mal machen, dann wollen wir hier natürlich keinen doppelten White Space haben. Achtung, man kann es natürlich auch ausstellen, dass das hier nicht benutzt wird. Aber standardmäßig ist es also werden die Dinger rausgeschmissen. So, dann sehen wir hier, oh, was passiert? Ich bin doof, weil ich das hier unten drunter gelassen habe. Das muss natürlich oben drüber, wenn wir es mit 42 aufrufen wollen. Das war natürlich keine Absicht. Sollte klar sein. So, jetzt sehen wir hier, okay, 42, Achtung, also diese 42 kommt hiervon. Achtung, Warnsignal, es geht, bla 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 bla. Okay, jetzt, was genau hat das jetzt gemacht? Es hat noch ein kleines bisschen mehr gemacht als das, was wir wollten. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, es gibt keine neue Zeile mehr. Also theoretisch hatten wir hier nach Achtung Warnsignal neue Zeile. Wir hatten hier nach Richtung eine neue Zeile. Das gibt es jetzt hier nicht mehr. Was wir gesagt haben ist, bitte, sobald du ein White Space findest, und das ist ein Tabulator, das ist Leerzeichen oder auch eine neue Zeile, falls du das findest und davon mindestens eins, dann ersetzt das durch ein Leerzeichen. Dadurch entfernen wir natürlich auch neue Zeilen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt das ist, was wir haben wollten. Aber wir könnten beide Optionen anbieten. Also Duplicate White Spaces, sagen wir, sollen nicht drin sein. Wir können hier ein Remove Line Breaks reinmachen. Und das machen wir aber auch mal standardmäßig auf False. Das wird standardmäßig nicht gemacht. Das heißt, was wir zuerst machen, ist, wir entfernen diese Line Breaks. Also if remove line breaks, dann machen wir Text ist gleich RE, dann machen wir eigentlich genau das hier. Fast das da, Achtung, einmal so. Und zwar sagen wir hier \n, wollen wir mindestens eins davon haben, die wollen wir ersetzen durch einfach gar nichts. Und genau, die liefern uns dann einen Text zurück. So, wenn wir das jetzt laufen lassen, kriegen wir natürlich genau dasselbe, weil wir hier das gesagt haben. Ich mache mal das Clean 42 vorne dran wieder raus, das will ich nicht haben. So, wir sagen jetzt hier Remove Line Breaks gleich True, aber Achtung, hier müssen wir das Ganze jetzt umgestalten und zwar ein Leerzeichen mit einem Plus hinten dran, das sollen wir bitte nicht beachten, oder das sollen wir bitte beachten. White Space in generellen nicht. So, in unserem Fall Line Breaks gleich True wird entworfen oder rausgeschmissen. Bei Remove Line Breaks auf False gesetzt, sehen wir, die Line Breaks bleiben immer noch drin, aber da wir gesagt haben, entferne bitte alles, was mehr als ein Leerzeichen hat, da sagen wir dann, okay, wir wollen hier nach dem Erkennen, da hatten wir ja 2 Leerzeichen drin, das wollen wir rausschmeißen. Also ich kann hier so viel reinmachen, wie ich möchte und dann sehen wir, boom, es ist am Ende nur noch 1 drin. Wenn ich jetzt hierher gehen würde
und ich sage, ich möchte Duplicate Whitespaces akzeptieren, also auf True setzen, dann werden die drin gelassen. Dann sehen wir, dass das geht schon. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte die Line Breaks rausschmeißen, also Remove Line Breaks gleich True, dann bleiben trotzdem die Leerzeilen drin und wir sehen hier, das sieht dann einfach so aus. Das würde halt einfach die Line Breaks ersetzen. Das ist halt einfach ganz klar, normal. Wir könnten eine Option machen, statt einfach nur Remove Line Breaks, sagen wir Remove Line Breaks with. Und dann sagen wir hier, okay, wir wollen die Line Breaks standardmäßig gar nicht ersetzen. Wir wollen sie eigentlich mit \n ersetzen. Und dann haben wir das hier einfach innen drin. Dann müssen wir hier das Plus rauswerfen und sagen hier, wir wollen die Remove Line Breaks with einsetzen. So, also, oh, ups, ja, das geht jetzt nicht mehr. Standardmäßig wollen wir hier nichts einsetzen, also standardmäßig wäre das da drin. Ja, standardmäßig mit with natürlich. Remove Line Breaks with, das sehen wir, würde sich nicht verändern, also das ist quasi unsere originale Version. So, das da. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hierher gehe und ich sage Remove Line Breaks with nichts, dann kriegen wir das, was wir davor hatten. Wenn ich sage, ich remove Line Breaks mit dem da, dann kriegen wir eben Leerzeilen oder Leerdinger an der Stelle. Dann können wir aber hier auch sagen, okay, wir wollen gerne die Duplicate Whitespaces raus haben. Wir können hier dann auch 5 Leerzeichen reinpacken, völlig egal. Und dann kriegen wir hier trotzdem 1 raus. Wenn wir hier das akzeptieren, dann kriegen wir eben so viele, wie wir halt einsetzen wollen. Also ja, ich finde, das ist eine Option, die man sich durchaus geben kann. So kriegt ihr eure Leerzeichen einigermaßen in den Griff. Okay, weiter geht's mit dem hier. Und zwar wollen wir ToASCII drin haben, beziehungsweise wollen wir das Ganze in Unicode weiter haben. Und hier sagen wir einfach mal, ToASCII setzen wir standardmäßig auf True. Ich mache ein kleines Beispiel, um was für Zeichen es hier gehen soll. Und zwar, was ist das denn? Ja, genau, N mit einem Dach oben drüber oder auch ein sowas. Das sind seltsame Zeichen, die man zwar ausgeben kann. Also wir sehen hier, die sind nach hinter bösartiger Link. Man kann die Zeichen ausgeben in Python, aber viele, wirklich viele Legacy-Systeme haben mit den Dingern Probleme. Und das sollte natürlich in so einer Funktion auf jeden Fall drin sein. Das heißt, if ToASCII machen wir Folgendes. Wir konvertieren das, was wir hier als Unicode-String haben, also quasi der Standard in Python ist UTF-8. Und wir können das konvertieren, so wie wir das eben brauchen, damit wir das wieder einigermaßen verwenden können. Und zwar eben zurück. So, was machen wir? Naja, dann sagen wir einfach Text ist gleich Text. Ups, was war das denn? Sorry. Text ist gleich Text.encode und sagen hier ASCII. So, jetzt wird das ganze Ding aber failen und ich zeige euch auch gleich wieso. Wir haben hier ein Can't Decode Character \xf6 in Position 131, Ordinal not in Range 128. Doof gelaufen. Ja, das liegt daran, dass ASCII eben genau diese Zeichen hier nicht unterstützt. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr mit diesen Zeichen eigentlich machen? Und hier bietet euch .encode eigentlich diese Option, und zwar Ignore. Das heißt, ihr ignoriert diese Zeichen einfach und lasst das Ding weiterlaufen. Und dann seht ihr hier, bam, habe ich die... Ah, ja, ups, das wollte ich eigentlich gar nicht. Lassen wir das mal so auf \n. Und Duplicate Whitespaces setzen wir auf False. Passt. So, was wir dann haben, ist Folgendes. Wir haben hier ein bösartiger Link und ihr seht auch hier, das Öl wurde entfernt. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen bösartigen Link mehr, sondern nur noch einen bösartigen Link. Und wir haben hier auch die, also das hier ist noch drin, um es zu zeigen. Was man aber auch noch hier beachten muss, ist Folgendes. Also klar, diese komischen Zeichen sind einfach rausgeflogen, das haben wir ja gesehen. Aber wie gesagt, wir haben hier trotzdem jetzt irgendwie eine ganz komische Situation. Wir haben hier ein \n in dem Text drin. Und wenn man genau hinguckt, ganz vorne steht dieses B, das bedeutet binär. Und das heißt, ihr habt euren Text jetzt hier als binär. Und das ist nicht unbedingt das, wie ihr euren Text haben wollt. Das heißt, was ihr hier am Ende auf jeden Fall dranhauen müsst, ist ein .decode. Dann wird nämlich euer Text wieder
angewandt sozusagen. Er wurde erst in ASCII kodiert und dann wurde er wieder gelesen, sozusagen verstanden. Und dann habt ihr aus eurem Unicode oder aus eurem UTF-8, um genau zu sein, habt ihr wieder einen ASCII-String rausbekommen. Das kann nützlich sein, wie gesagt, gerade für Legacy-Anwendungen. Dann hat man halt wirklich nur sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Aber es funktioniert. So, und dann geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Und zwar, je nachdem, was wir vorhaben, kann es passieren, dass wir hier Sachen raushaben wollen, wie zum Beispiel Mentions, ja, wenn wir gerade von Twitter reden oder auch Discord oder. Gerade wenn man solche Datenmengen analysieren möchte, dann kann es unfassbar nervig sein, Mentions drin zu haben. Das heißt, allow Mentions ist gleich, ich würde es mal standardmäßig auf True setzen. Das heißt, man hat sie standardmäßig nicht raus. Ich würde hier aber tatsächlich mal Allow Mentions auf False setzen, damit wir es testen können. Und dann sagen wir hier einfach mal, so wie ihr mich quasi auf Twitter findet, @themorpheus_tuts. So, übrigens auch auf Instagram. Haha, kleine Seitenwerbung. Okay, wenn wir das jetzt hier rauswerfen wollen, dann sagen wir hier if allow mentions, if not allow mentions, um genau zu sein. Dann filtern wir die doch einfach raus. Das heißt, Text ist gleich RE, also regex wieder mal, .sub, also wieder mal ersetzen. Naja, was wollen wir denn hier ersetzen? Naja, wenn wir einen String haben, der mit einem Add anfängt, also Add und dann eben bitte String mit irgendwas dran plus, dann wollen wir das Ganze ersetzen durch einfach gar nichts und das wäre dann machbar mit unserem Text. Das ist quasi unser Ziel hierbei. Wenn wir das jetzt hier so laufen lassen, dann sehen wir hier, okay, es ist offensichtlich raus. Wenn wir den Teil hier rauslassen, allow mentions auf true lassen, dann sehen wir hier @themorpheus_tuts bleibt einfach drin. Was ist mit unserem Line Break passiert? Also was ist hiermit passiert? Achte darauf, wir haben davor eine leere Zeile, dann kommt @themorpheus_tuts und dann kommt etwas anderes. So, und wir sehen, das wurde natürlich ersetzt durch eine leere Zeile. Das heißt, es wäre sinnvoll, das relativ an den Anfang zu setzen, direkt nach diesem Replacement von, nein, eigentlich sogar vor dem Replacement von den Line Breaks, damit man im Endeffekt auch noch die Line Breaks ersetzen kann. Hier kommt es wirklich drauf an, auf die Reihenfolge. Also, falls wir ersetzen wollen, dann, ja, können wir machen, aber wir müssen halt bedenken, dass wir es vorne dran machen. Das heißt, wir müssen zuerst diese Ads ersetzen und dann eventuell leere Zeilen rauswerfen, wenn wir das nicht haben wollen drin in unseren Daten. Okay, selbiges können wir selbstverständlich noch mit URLs machen. Das heißt, und ja, jetzt wird es hier sehr, sehr lang, aber ihr seht, das passiert öfters mal. Allow URLs ist gleich, ich würde sie standardmäßig auch auf True setzen, aber für unsere Testzwecke hier machen wir sie auf False. Und selbstverständlich dürft ihr hier diesen Code irgendwie verändern, ja, der landet wie alles von meinen Let's Codes eigentlich direkt auf GitHub und da können wir eigentlich, ja, da kann jeder seinen Senf dazugeben, beziehungsweise sich das Ganze einfach rauskopieren und dann eben verwenden. Allow URLs setzen wir auf False. So, was genau soll denn passieren hier mit Allow URLs? Naja, oder was soll passieren mit den URLs? If not allow URLs. Was soll dann passieren? Naja, dann sagen wir hier auch wieder, Text ist gleich regex.sub und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist denn das Pattern für eine URL, also für einen Hyperlink. Naja, die sehen normalerweise so aus, dass sie ein HTTP, vorne dran haben, HTTP haben, manchmal auch ein S hinten dran, das heißt, hier kommt ein Fragezeichen hin und dann ein Doppelpunkt, der ist auf jeden Fall da. Dann haben wir ein Slash, dann noch ein Slash, die sehen seltsam aus, ich muss die maskieren, deswegen hier dieses Backslash vorne dran. Dann kommt ein, ja, dann kommt normalerweise irgendwas, was wir nicht genau wissen, Punkt Stern und dann irgendwann ist das Ding auch mal zu Ende. Okay, was wollen wir damit machen? Naja, einfach rauswerfen, selbstverständlich, und wir wollen das im Text machen. So, ich würde jetzt tatsächlich hier einfach mal den Link zu dem Teilchen kopieren und dann sagen wir hier, bam, das packen wir hier einfach auch mit rein und wir lassen das mal laufen. Wir sehen, der Hyperlink wurde hier auch entfernt, also komplett entfernt einfach, das ist weg jetzt, ja. Aber es wurde nicht noch irgendwie was zusätzliches entfernt, also auch wenn ich hier hinten dran jetzt wieder Hallo Welt schreibe, dann sehen wir, aha, jetzt haben wir hier eigentlich alles rausgeschmissen. Und genau dasselbe passiert uns eigentlich auch hier oben. Hallo Welt.
wenn wir das analysieren wollen, dann bleibt hier zumindest das Hallo Welt übrig. Das ist das Tolle dabei. Warum funktioniert das hier? Warum funktioniert das hier nicht? Naja, hier haben wir haben wir quasi einfach nur gesagt, wir hätten ganz gerne einen String mit einem Plus hinten dran, also irgendeine Menge an Strings. Und hier haben wir gesagt, ja gut, irgendein Zeichen. In dem Fall sind Whitespaces nicht dabei. Das heißt, wenn wir hier \s machen, dann könnte das doch funktionieren, richtig? Ja, könnte es. Aber es kann gut sein, dass hier noch irgendwas anderes hinten dran kommt. Also falls ihr hier Schwierigkeiten habt, schaut da nochmal rein. Da bin ich mir tatsächlich gerade nicht ganz sicher, ob das alle Fälle abdeckt. Bei mir hat es eigentlich alles soweit abgedeckt, was ich gebraucht habe. Wie gesagt, das ist auch nur etwas, was ich geschrieben habe. Okay. So, gerade im Data Science Bereich wollen wir hier vielleicht auch noch irgendwelche Sonderzeichen entfernen sozusagen, und wir wollen vor allem auch Zahlen entfernen, denn die können uns da ziemlich hinderlich werden. Das kann ein Problem sein tatsächlich, wenn ihr irgendwie mit Dollars oder sowas oder Payments arbeitet, irgendwelche Zahlen oder sowas. Damit kann man nicht Machine Learning machen, das funktioniert einfach nicht. Die Zahlen sind ja komplett random, die sind jedes Mal anders, das bringt euch nichts. Deswegen habe ich mich hier dazu entschieden, auch noch eine Option reinzupacken, die sagt, Digits ist gleich, oder Allow Digits besser gesagt, Allow Digits ist gleich True, standardmäßig, und Allow Punctuation ist gleich True. So, und die beiden machen wir hier auch tatsächlich direkt raus. Das heißt, Allow Digits False, Allow Punctuation False. Wollen wir alles rausfiltern. So, wie machen wir das? Nun, wenn wir hier sagen, if not allow digits, dann machen wir was? Naja, dann filtern wir einfach die Zahlen raus, würde ich behaupten. Das heißt, wir sagen hier, Text ist gleich re.sub. Und hier können wir dann einfach sagen, okay, wenn du eine Zahl hast, d plus, dann schmeiß die bitte raus, und zwar mach einfach nichts da rein und mach das auf dem Text. Cool. Nächstes wäre if not allow punctuation, also wenn Punktuierungen nicht erlaubt sind. Und hier wird es jetzt ein kleines bisschen knifflig. Wie genau sollen wir denn das eigentlich machen? Normalerweise packt man ja, das mache ich leider relativ selten, normalerweise packt man hier irgendwelche Hashtags rein oder sowas. Aber hier sehen wir zum Beispiel, da steht was in der Mitte drin. Okay? Wir haben hier sehr, sehr viele Sonderzeichen. Wir müssen überlegen, wie wir die alle behandeln. Zum Beispiel Hashtag Achtung oder sowas. Hashtag Spam. Da wäre schon sinnvoll, dass wir hier diesen Hashtag mit analysieren. Das heißt, wir müssen hier sehr vorsichtig sein und können die nicht einfach komplett als Wörter entfernen, sondern normalerweise sagen wir dann einfach, okay, wir entfernen einzelne Sonderzeichen aus dem Text, also re.sub. Vor allem bei dem Hashtag re.sub, Hashtag, und dann das ersetzen wir einfach durch nichts. Sagen hier Text, und das nächste wäre dann, den Rest komplett zu entfernen. Das heißt, hier das Wort Achtung, Ausrufezeichen, Warnsignal, das würde komplett ersetzt werden, also das würde rausfallen hier. Genauso bösartiger und Link würde rausgenommen werden, was natürlich nicht ganz so geil ist, aber auch hier diese Klammern würden rausgenommen werden. Ihr könnt das hier für eure Anwendungsfälle anpassen. Ihr müsst das natürlich dann euch überlegen, was ihr damit macht. In unserem Fall sagen wir hier tatsächlich einfach, wir wollen, ich würde sagen, Klammern machen wir tatsächlich noch so. Also Klammer, Klammer, beziehungsweise eigentlich kann man das auch sehr viel einfacher hier mit Strip haben. Ich würde sagen Text.strip, und was wir hier ersetzen wollen sind Klammer, 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 Klammer und Ausrufezeichen. Was wollen wir denn noch ersetzen? Wollen wir noch mehr ersetzen? Eigentlich wollen wir alles ersetzen, oder? Sollen wir den Rest einfach drin lassen, komplett? Das, wie gesagt, das ist eure Sache. Wir können hier auch tatsächlich einfach hergehen und, string.punctuation ersetzen, was uns übrigens automatisch hier importiert wird. CGIB Import Text. Nein. Was ist mit dir? So. Okay, wenn wir das jetzt rauswerfen, dann sehen wir hier zu erkennen am schlechten Deutsch, aber, oh, da ist noch ein Komma drin, das ist nicht gut. Ich bin manchmal auch einfach ein bisschen verballert, es tut mir sehr leid. Also wir ersetzen string.punctuation mit einfach gar nichts.
Das Problem ist natürlich, wenn wir das jetzt hier drin haben, dann sind das nur alle Strings, die hier wirklich in dieser Reihenfolge vorkommen, dann sind die quasi ersetzt. Das heißt, ich müsste hier durchgehen durch String.Punctuation und sagen, yo, ich ersetze das, ich ersetze das, ich ersetze das. Und das machen wir tatsächlich jetzt auch. Das heißt, wir sagen hier for C für Character in String.Punctuation Text ist replace von dem da. Und ich glaube, dann können wir uns den Hashtag hier auch sparen. Ich glaube, das ist der bessere Weg hier. Dann haben wir einfach alle Sonderzeichen raus, alle ASCII-Zeichen raus und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz gut soweit. Ich glaube, so ist es besser. Gut, ja, das war's von meiner Seite. Es gibt hier natürlich einiges zu tun für euch und je nachdem, was ihr für einen Anwendungsfall habt, braucht ihr es natürlich auch immer ein bisschen anders, das ist klar. In meinem Fall war das hier eigentlich eine Lösung, die ziemlich gut funktioniert hat. Ich habe es jetzt tatsächlich doch nochmal ein bisschen umgeschrieben, das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, aber so ganz grob hat das eigentlich ganz gut funktioniert und man kann jetzt hier in diese Clean-Funktion relativ viel reinwerfen, was dann doch, eigentlich ganz guten Text am Ende rausbekommen hat. Man kann es schön customizen, man hat eigentlich eine Funktion, die man wirklich gut benutzen kann. Gerne fühlt euch frei, das ganze Ding zu erweitern. Wie gesagt, GitHub ist es quasi drin und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!